Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte vor einiger Zeit ja bereits einmal ein Video gemacht zum Thema Buttonboard oder Buttonbox und ich dachte, ich mache einfach mal wieder eine kleine Auffrischung und möchte diesmal ein bisschen mehr Details zeigen, die vielleicht beim letzten Mal untergegangen sind. Ich habe die ein oder andere Zuschrift tatsächlich auch bekommen, wo Leute nachgefragt haben. Deshalb jetzt eben dieses Update. Ich nenne es jetzt mal Version 2. Dieses Mal werde ich keine Rotary Encoder, also keine Drehregler mehr verwenden. Aus dem einen Grund, ich habe ja bereits eine Buttonbox im Einsatz mit Druck- als auch Drehreglern, die für mich super ist. Und heute möchte ich mich eher darauf fokussieren, eine reine Buttonbox zu machen oder zu konstruieren. Wobei konstruieren vielleicht auch ein bisschen viel gesagt ist. Letztendlich stöpsel ich hier einfach nur die Knöpfe an das Board an, mache dann eben wieder ein Gehäuse, wo ich das Ganze einbauen kann. Und die Idee ist, dass man dann nachher eine Knopfleiste hat, die eben frei konfigurierbar ist. Letzten Endes einfach nur ein Joystick oder ein Controller im System, wo ihr dann eben verschiedene Druckknöpfe habt, wie diesen hier, um dann eben gewisse Funktionen in Programmen, in eurem Betriebssystem selbst, wie auch immer. Also ihr könnt sowas ja auch nutzen, um irgendwelche Makrofunktionen oder so draufzulegen. Und genau, was ich jetzt auch wieder habe, wie beim letzten Mal, ist hier so ein Arcade Buttonboard. In dem Fall habe ich eine Version bestellt, wo keine Schalter dabei sind, da mir die Schalter ohnehin nicht gefallen. Und bei der Version ist es jetzt eben so, die kommt dann mit so einem Kabelkit. Das heißt, ihr habt hier jede Menge Kabel schon vorbereitet, die ihr einfach unten in das Board einstecken könnt. Also hier hat es ja die verschiedenen Ansteckmöglichkeiten, sowohl für die Taster als auch teilweise 5 Volt Strom, wenn ihr zum Beispiel einfach nur noch eine Lampe oder irgendwas, sage ich mal, mitbetreiben wollt oder eben bei den Knöpfen zusätzlich noch Strom braucht, denn der Standardanschluss mit den 2 Pins ist eben nur für die eigentliche Druckinformation. Und wenn ihr jetzt Schalter habt, so wie ich, wo eben auch noch ein Lämpchen nachher brennt, dann müsst ihr eben separat nochmal Strom an den Schalter legen. Dazu kommen wir aber dann später im Detail. Wie gesagt, hier bei dem Kit waren jetzt eben schon solche Stecker dabei. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist viel schöner, als wenn ihr hier irgendeine eigene Konstruktion finden müsst oder löten. Zum Testen, das hatte ich letztes Mal ja auch erwähnt, finde ich es immer super, wenn man hier diese kleinen Steckkabel verwendet. Die gibt es einmal eben weiblich-weiblich oder dann auch männlich-männlich, männlich-weiblich gemischt, wie auch immer. Sind auf jeden Fall super, um hier eben das Pin-Out zu testen, beziehungsweise die Pin-Belegung in Kombination mit so einem Knopf, denn da könnt ihr das einfach schnell zusammenstecken, schließt das an euren Computer an und seht dann sofort, ob ihr die richtige Belegung getroffen habt oder eben nicht. Und für die Knöpfe mache ich es dieses Mal so, wie gesagt, das wird ja eine reine Buttonbox in dem Fall, habe ich mich hier für beleuchtete Knöpfe entschieden. Zum einen solche, die eine Dauerdruckfunktion haben, sprich, man schaltet sie ein, dann ist die Taste oder das Signal sozusagen vorhanden, bleibt so lange vorhanden, bis man den Knopf wieder erneut betätigt und dann sozusagen wieder freigibt. Das heißt also, wo man eben drückt, dann wird die Funktion gehalten, solange bis man wieder released. Zudem, die sind allerdings noch nicht da, die zeige ich dann später im Verlauf, werde ich auch wieder die runden Knöpfe verwenden, die ich bereits früher hatte, wo ihr sozusagen einfach nur einmal kurz toggeln könnt, einfach sozusagen nur einmal während der Betätigung des Knopfes das Signal freigegeben wird und eben nicht permanent. Was bei dem Kit natürlich auch noch dabei war, waren USB A zu B Kabel, ganz klassisch, damit ihr das mit dem Board verbinden könnt. Und wo wir jetzt heute anfangen, ist einmal zu schauen, was für ein Pinout brauche ich für diese Dauerdruckknöpfe, wo ich sozusagen fest ein- und ausschalten kann. Wie muss ich die verkabeln an meinem Board, damit ich das später weiß und eben den Kabelbaum entsprechend vorbereiten kann. Für die anderen einfachen Drucktaster, die sozusagen ja nur momentary sind, das heißt also ich drücke und dann wird ausgelöst, halte ich länger, wird ausgelöst. Für die habe ich ja das Pinout schon, das habe ich beim letzten Mal vorbereitet, zeige ich euch aber später auch nochmal, wenn es dann soweit ist, dass wir diese Knöpfe einbauen. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, für euch als Info, wie ich das mache, so ein Pinout zu ermitteln, denn hier auf der Rückseite habt ihr ja verschiedene Pin-Informationen. Des Weiteren ist es auch so, dass normalerweise, wenn ihr die kauft, die Schalter, gibt es auch immer vom Hersteller nochmal eine Pin-Information dazu. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt, wie man das hier herausfinden kann, beziehungsweise welches Pinout spezifisch für diese Knöpfe relevant ist. Das Ganze verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, sowohl das Board als auch die Knöpfe
als auch hier diese, ich nenne es jetzt mal Jumper-Kabel, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff dafür ist. Später brauchen wir auch noch einen Lötkolben. Alles, was ich jetzt hier so, sage ich mal, im Einsatz habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und das sind wirklich Dinge, mit denen ich sehr gut zurechtgekommen bin. Das heißt also, damit solltet ihr keine Probleme haben, das Ganze nachzubauen. So, und bevor wir losstarten, hätte ich gesagt, gebe ich euch mal einen kurzen Überblick über das Werkzeug und das Zubehör, was ihr braucht, um das 1:1 nachbauen zu können. Also zum einen braucht ihr natürlich so ein Set mit so einem Arcade Button Board. Wie gesagt, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ich habe euch jetzt unten eins verlinkt, wo einfach nur das Board dabei ist und so ein Satz Kabel, denn ich denke, das ist am einfachsten, um das jetzt hier nachzubauen. Dann zusätzlich zu dem Board braucht ihr natürlich Knöpfe und Schalter eurer Wahl. Ich habe mich jetzt dieses Mal eben nur für Druckknöpfe entschieden. Da haben wir zum einen, wie dann auch später im Video zu sehen ist, hier diese An-Aus-Knöpfe, die also dauergedrückt bleiben, bis man sie wieder entriegelt, und diese Einfachdruckknöpfe, die einfach nur aktiv sind, solange man sie drückt. Diese zwei Typen habe ich, die habe ich euch auch verlinkt. Die haben, finde ich, eine sehr schöne Qualität, einen angenehmen Klick und eben diese Lichtunterstützung. So, das ist sozusagen das, was ihr braucht, um eben das Ganze in Betrieb nehmen zu können und um das jetzt, sage ich mal, euch zusammenzubasteln. Was braucht ihr? Ihr braucht natürlich auf jeden Fall, ihr seht es hier im Hintergrund, eine Lötstation. Also es muss natürlich keine Lötstation sein, aber es sollte auf jeden Fall ein guter Lötkolben sein, der locker mehr als 400 Grad schafft. Ansonsten ist es echt ein bisschen unangenehm, wenn dann eben die Materialien nicht richtig warm werden und das Ganze nicht ordentlich verlötet werden kann. Das heißt also, ja, am besten eine Lötstation. Da verlinke ich euch auch etwas, was ich hier im Einsatz habe, was sehr gut funktioniert. Ansonsten, ja, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch einfach was anderes raussuchen oder ihr habt schon eine Lötstation, aber das braucht ihr auf jeden Fall auch. Dann natürlich ein Feuerzeug oder hier so ein Stabfeuerzeug. Das braucht ihr nachher, wenn ihr sozusagen verschiedene Kabel müsst ihr miteinander verlöten. Und damit die da nicht offen liegen, braucht ihr eben hier das Feuerzeug, um den Schrumpfschlauch zu erhitzen. Bedeutet, ihr braucht also auch Schrumpfschlauch in verschiedenen Größen und Längen. Da würde ich empfehlen, verlinke ich euch auch unten, hier ist so ein Set. Da sind dann verschiedene Größen und Längen drin. Das ist echt praktisch. Zudem muss ich sagen, funktioniert das sehr gut. Ich habe auch schon verschiedene Schrumpfschläuche im Einsatz gehabt. Bei dem Set, das ist eine schöne, dicke Außenwand, die ist also robust und die Schrumpfkapazität ist sehr gut. Also der zieht sich auch ordentlich zusammen. Bei so billigen Schrumpfschläuchen kann es sein, dass ihr dann das Problem habt, dass sie sich nicht stark genug zusammenziehen und das ist dann echt nervig. Deswegen also Schrumpfschläuche auf jeden Fall auch. Dann auf jeden Fall eine kleine Box mit Kabeln. Hier habe ich jetzt eine, da sind eben verschiedene Kabel in verschiedenen Farben drin. Kann man hier auch so durchführen. Ist jetzt auch wieder überhaupt nichts Teures, aber finde ich sehr praktisch, wenn man sowas zur Hand hat. Das gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, also sprich verschiedenen Durchmessern, je nachdem wie viel ja, Strom über das Kabel fließen soll. Hier brauchen wir jetzt nicht viel, das heißt, das ist jetzt ein relativ geringer Durchmesser, aber sowas ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, wenn man das hat, weil, wie gesagt, ein paar Kabel, dann muss man sich hier aus den Kabeln nichts zurechtstückeln, sondern kann, wie gesagt, die richtige Größe aus dieser Box nehmen. Dann so eine kleine Zange hier, die ist ganz hilfreich. Später, wenn wir bei den Knöpfen müssen wir zwei Pins miteinander verbinden. Da ist die Zange ganz hilfreich, um das zu bewerkstelligen. Das heißt, sowas kann ich empfehlen. Dann ganz klar ein Cutter, so eine Cutterzange. Die ist wertvoll und hilfreich und natürlich super Deluxe ist, wenn man dann hier noch sowas hat. Damit kann man zum Beispiel ganz einfach die Kabel abisolieren. Wenn man jetzt hier so Enden hat, kann man die Enden wunderbar damit abisolieren und man kann sogar hier mittendrin abisolieren, sprich ihr könntet dann mitten ins Kabel einfach etwas einlöten, weil ihr es schafft, hier einfach das Kabel freizulegen. Ist also super, um auch irgendwo, sage ich mal, Strom abzunehmen oder sich reinzuhängen. Also die Zange ist echt sehr, sehr gut, kann ich auch empfehlen, packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Genau, und damit habt ihr erstmal, hätte ich gesagt, alles, um das so nachbauen zu können. Klar, den 3D-Drucker, um nachher die Außenhaut zu konstruieren oder zu drucken, den braucht ihr natürlich auch. Ja, aber wenn ihr, sage ich mal, nur das Board bauen wollt, ohne, sage ich mal, jetzt irgendeine Außenschale bzw. eine Außenschale, vielleicht habt ihr jemanden, der einen 3D-Drucker hat und kann euch das dann drucken. Die STL-Datei im zweiten Teil verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Jetzt hier im ersten Teil ist es so, ist der Druck gerade noch im Prozess und das Video wird sonst auch ziemlich lang. Deswegen, es wird noch einen zweiten Teil geben, erwähne ich aber später auch nochmal. Da hängt dann auch die STL-Datei dran. Das heißt, ja,
Das ist so ein kurzer Überblick und jetzt geht es weiter bzw. los mit dem Bau der Buttonbox. So wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier einen kleinen Testaufbau. Ich habe jetzt hier eine Stromquelle, wo ich mein USB anschließen kann. Ich habe das USB mit dem Board verbunden und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt auch hier den Schalter schon mal verkabelt. Ich zeige euch das gleich nochmal in der Nahaufnahme, dass ihr seht, welcher Pin muss wohin. Und wie ihr sehen könnt, hier leuchtet jetzt kein Licht. Das ist auch gewollt. Ihr könnt den theoretisch auch so verkabeln, dass das Licht immer leuchtet. Dann kann man aber nicht so gut erkennen, wann der Schalter eingeschaltet ist und wann er ausgeschaltet ist. Und so wie ich es jetzt verkabelt habe, ist es eben so, wenn man den Schalter drückt, geht das Licht an und bleibt an, solange er gedrückt ist. Und wenn man den Schalter wieder eben depressed, fallen mir schon die deutschen Worte nicht mehr ein, ist ja echt schlimm. Also wie gesagt, wenn man den Schalter halt drückt, ist das Licht an. Und wenn man den Schalter erneut drückt und dadurch wieder freigibt, geht das Licht wieder aus. Dafür ist der Schalter ursprünglich auch gemacht und genau für den Zweck, sage ich mal, hat er eben auch diese Funktion, dass er eben gedrückt bleibt, wenn man ihn betätigt hat. Und das wird eben signalisiert über das Licht dann. Wie gesagt, man könnte ihn auch so verkabeln, dass er eben Dauerstrom bekommt. Ja, aber wie gesagt, das möchte ich in dem Fall nicht. Das sind wirklich Knöpfe, die ich einsetzen möchte, um eben so eine Dauerdruckfunktion zu haben, wo ich dann eben auf dem Buttonboard verschiedene von diesen Knöpfen habe, wo ich eben, wie gesagt, wenn ich sie anwähle, das Signal dauerhaft bleibt. So, das wäre das zu der Verkabelung. Das zeige ich euch jetzt einmal im Close-Up. So, das Ganze jetzt in der Nahaufnahme. Dafür habe ich das Board nochmal abgesteckt vom USB aus dem einfachen Grund, wenn ich das USB-Kabel dran habe, kann ich das nicht so schön flach hinlegen. Deswegen eben jetzt abgesteckt. Wie ihr sehen könnt, die Verkabelung ist sehr, sehr simpel. Das ist allerdings jetzt die Verkabelung nur für einen Knopf. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier von dem Board 5 Volt abgenommen, um eben Strom zum Taster zu führen. Bedeutet, wenn ich nachher jetzt mehrere Knöpfe anschließe, werde ich hier nicht mehr nur einen Knopf mit versorgen, sondern ich werde tatsächlich dann nachher, meine Idee ist, dass ich entweder 8 oder 10 Knöpfe mache, dann muss ich mal schauen, wie das nachher wird. Aber wie gesagt, die Idee ist dann, dass ich entweder 4 Knöpfe immer über ein 5 Volt Terminal versorge oder eben 5 Knöpfe, je nachdem, ob ich nachher eine 8 oder eine 10 Knopf Variante mache. Und wenn wir jetzt hier hinten schauen, also das Blaue ist in dem Fall die Plusleitung und das Weiße ist die Minusleitung. Und wenn wir hier hinten am Knopf gucken, jetzt muss ich einmal schauen, ob die Kamera das scharf stellt. Ja, da haben wir jetzt hier verschiedene Anschlüsse. Ich stecke das jetzt einmal ab, damit ihr das auch besser sehen könnt. Das Minuskabel ist super easy. Da haben wir hier einen Minusanschluss. Wenn die Kamera sich bereit erklärt hat. Jawohl. Da haben wir hier also einen Minusanschluss und an diesen Minusanschluss müsst ihr die Minusleitung anschließen von dem 5 Volt Terminal, also hier im Hintergrund. Dieses 5 Volt Terminal, da geht die Minusleitung direkt hier an diesen Minuspol. Die Plusleitung von dem Sockel hier unten, von diesem 5 Volt Anschluss, die geht tatsächlich hier an diesen Command Anschluss. Das heißt, hier legt ihr Minus drauf. Ich versuche das in der Nachbearbeitung noch ein bisschen kenntlicher zu machen. Hier legt ihr Minus drauf, da legt ihr Plus drauf. Und jetzt fehlt nur noch ein Kabel. Das ist das Pin-Kabel von hier hinten. Dafür nehme ich das Board nochmal hoch. Da seht ihr, ihr habt pro Anschluss, also pro Taster, für jeden Sockel kann man einen Taster oder an jeden Sockel kann man einen Taster anschließen. Und hier habe ich jetzt den inneren Pin genommen. Da habe ich mir, wie gesagt, jetzt hier so eine kleine Verlängerung gebaut. Und diese Verlängerung bzw. das Kabel, das ist dann nachher das Tastersignalkabel. Und das wird hier an diesem Stecker, wird das mit den beiden Pins verbunden. Das ist einmal, muss ich einmal schnell schauen, das ist einmal der On. Der mittlere ist der On-Pin, mit dem es verbunden wird. Und der äußere ist dann der Plus-Pin. So, das heißt, da geht dieses Signal drauf und dann haben wir hier einmal unser Command mit Plus versorgt. Wir haben unser Minus, also Command ist sozusagen Dauerplus, Minus ist Minus. Und von dem Tasterschalter oder von dem Tastersockel geht lediglich dieses eine Kabel an diese beiden Pins. Und wenn der Schalter gedrückt wird, ist der Stromkreis geschlossen. Dadurch geht das Licht an und ihr kriegt das Signal. Und damit das wirklich so ist, hole ich mal jetzt noch einen Laptop, da schließen wir das an, um das Ganze
nochmal zu verifizieren, beziehungsweise auch dann für euch zu zeigen, dass wenn man den Schalter drückt und das Ganze am Laptop verbunden ist, dass dann auch wirklich ein Signal kommt. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe das Buttonboard jetzt direkt mit dem Laptop verbunden und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier das Einstellungsfenster auf von dem Game Controller. Bedeutet, ihr könnt jetzt über euer Betriebssystem, also in dem Fall habe ich jetzt Windows, einfach über die Game Controller einrichten Seite, also wenn ihr die Windows-Taste drückt bei euch auf dem Laptop und dann Game Controller eingebt, dann kommt eben das, der Hinweis für Game Controller einrichten. Das blende ich jetzt nochmal ein, da mache ich nochmal eine extra Aufnahme, die ich euch hier im Video einblende, wie ihr dahin gelangt. Und dann habt ihr dort eben euer USB-Gerät. Das ist dann hier hinten in dem Dialog zu sehen. Ich versuche den mal auch noch in den sichtbaren Bereich zu bekommen. Genau, so sieht das dann aus. Ihr habt also hier euer Gerät, was erkannt wird, geht dann dort auf die Eigenschaften von dem Gerät und dann geht eben dieser Testdialog auf, in dem ihr die einzelnen Funktionen testen könnt. Und wie eben erklärt, ich habe das ja hier bereits alles schon vorbereitet. Ich muss jetzt halt das so ein bisschen hier hinhalten, weil das wie gesagt ja noch nicht fest verkabelt ist. Was ich jetzt mache, ich führe hier wie gesagt diesen Pin durch diese beiden Anschlüsse, sodass die Kontakt haben, halte das fest. Und wenn ihr jetzt im Hintergrund, ich gehe mal aus dem Bild, genau, und wenn ihr jetzt im Hintergrund schaut, ich drücke den Knopf, der ist jetzt aktiviert und ich mache jetzt in der Nachbearbeitung mal entsprechend in der Testoberfläche, markiere ich mal, welcher Knopf jetzt leuchtet, das ist der 1er-Knopf. Ich drücke aus, der 1er-Knopf geht aus, ich drücke an, der 1er-Knopf geht an. Also das funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, einwandfrei. Das war jetzt hier dieser 1er-Knopf. Ich hoffe, ich kann das in der Nachbearbeitung nochmal schön zeigen, dass der eben immer wieder geflasht hat. Also sprich, immer wenn ich aktiviert habe, ging der an und hat dann auch dauernd geleuchtet. Ich zeige das nochmal. So, ich verbinde hier den Kontakt nochmal kurzfristig. Kontakt ist hergestellt. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann ist im Hintergrund eben der 1er-Knopf auf Dauer leuchten. Aus, bleibt aus, an, geht an. Genauso wie es sein soll. Und das gleiche mache ich jetzt auch noch einmal für die runden Knöpfe. Und wenn das dann klar ist, dann schaue ich am CAD-Modell, wie viele ich davon sozusagen in mein Buttonboard bekomme. Ob ich dann jetzt ein 8er-Buttonboard oder ein 10er-Buttonboard mache, das seht ihr dann jetzt gleich. Aber so ist eben der Prozess, wie ihr das rausfinden könnt. Da braucht ihr noch nicht zu löten, das ist super einfach. Wenn das hier falsch verkabelt ist, im schlimmsten Fall, im wirklich allerschlimmsten Fall, geht euch mal so ein Board hops, aber die kosten ja nichts. Und für gewöhnlich ist es einfach so, wenn ihr es falsch verkabelt habt, dann geht halt einfach der Schalter nicht. Also entweder hat er halt dann kein Licht oder kommt kein Signal oder er geht nicht mehr aus, wie auch immer. Aber ich habe es noch nie geschafft, während all der Zeit, wo ich hier die Funktionsweisen und die unterschiedlichen Knöpfe angeschlossen habe, dass mir da mal so ein Board hops gegangen ist. Also wie gesagt, kann schon sein, wenn ihr ganz verrückte Sachen macht, dass euch das passiert, aber normalerweise könnt ihr da problemlos mit rumspielen und die richtige Belegung rausfinden, denn die Hinweise vom Hersteller passen nicht immer so hundertprozentig. Also zum Beispiel bei dem Hersteller von den Knöpfen hat die Belegung, die dort stand, auch nicht 100% gepasst. Das heißt, da musste ich dann selber auch nochmal gucken, wie ich das hinbekomme, aber ist kein Rocket Science, kann man auf jeden Fall schaffen. Jetzt geht es weiter. Wie gesagt, ich muss jetzt noch herausfinden, welches Pinout diese runden Druckknöpfe, beziehungsweise ich habe das damals schon mal herausgefunden und mir auch notiert. Ich will jetzt nur sicher gehen, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Das heißt, ich schließe jetzt einmal diesen Momentary Switch an. Wie gesagt, der löst nur aus, wenn man ihn drückt. Und auch nur dann sollte das Licht angehen. Und hier hatte ich mir notiert, genau, No oder On in dem Fall. Schauen, ob die Kamera scharf stellt, wenn sie... Ja, genau, das heißt, die beiden hier Plus und On oder No, ja, je nachdem, wahrscheinlich ist es On, werden miteinander verbunden, also mit einer Plusleitung. Dann bekommt er wieder Dauer-Minus und Plus von dem Switch geht wieder auf Command. Also eigentlich identisch zu dem hier, nur dass er sich eben anders verhält. Schauen wir einmal. Das hier ist mein Standard-Minus. Mein Standard-Minus kommt an den Minusanschluss. Und hier unten haben wir den Command. Der Command ist wie gesagt auch Dauer-Plus.
Command an Command. Und jetzt müssen wir eben mit dem kleinen Jumper-Kabel hier, was ich habe, so wie wir es beim ersten Knopf auch gemacht haben, eben hier das On und das Plus brücken. Ich schließe das Ganze jetzt mal an den Laptop an, dass wir da Strom haben. Jetzt haben wir hier das Bordlicht ist an. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich die beiden hier brücke. So, die habe ich gebrückt. Und jetzt löse ich einmal aus. Ich bekomme kein Licht, das ist schon mal nicht so gut. Jetzt öffne ich hier drüben mal die Game Controller Einstellungen, um mal zu prüfen, ob zumindest das Signal ankommt oder was wir für ein Signal haben. Ich schiebe das mal hier hinten in die Ecke. So müsstet ihr das auch sehen können, hier unten. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal, indem ich das hier wieder brücke. Und wir haben kein Signal. Das heißt, also ich habe... Moment, ich habe hier falsch verbunden. Ich war nicht auf Command, sondern ich war auf Command Channel. So rum. So müsste das jetzt passen. Jetzt schauen wir nochmal. Ah ja, perfekt. Jetzt sehen wir auch, es löst aus. Also ich habe nur falsch verkabelt, obwohl ich es mir aufmontiert habe. Wenn ich drücke, geht das Licht an. Das flackert jetzt ein bisschen, weil hier der Kontakt so schlecht ist. Ne? Dann Licht ist an. Ich denke, trotz der Helligkeit müsste man das sehen können, dass das Licht angeht vom Knopf. Und im Hintergrund seht ihr auch, ich versuche das in der Videobearbeitung dann wieder zu highlighten, dass eben solange ich den Knopf drücke, das Licht brennt und auch das 1er-Signal auftaucht. Wunderbar. Das heißt, ich habe also mein Pinout für den Taster, der sozusagen ein Dauersignal sendet, wenn er gedrückt ist und das Signal wieder aufhört, wenn ich ihn release oder eben entriegle, ich sag mal verriegeln und entriegeln, wahrscheinlich der deutsche Begriff. Und dann habe ich hier meinen Momentary Switch, der einfach nur Signal gibt, solange ich ihn drücke, aber keine Verriegelung hat. Jetzt habe ich das herausgefunden. Jetzt werde ich einmal beide Taster sozusagen in Reihe schalten, dass also beide Taster an einer Stromquelle hängen, aber mit unterschiedlichen Commands, einfach um zu testen, ob ich die auch parallel betreiben kann oder nicht. Dafür mache ich mal kurz einen Testaufbau. Da muss ich hier ein bisschen was vorbereiten, denn ich kann nicht zwei Taster gleichzeitig in Position halten. Das heißt, da muss ich ein bisschen mit Isolierband arbeiten. Das bereite ich jetzt einmal vor und dann zeige ich euch das. Und wenn das geschafft ist, also wenn das funktioniert, zwei Knöpfe an einer Stromquelle betreiben, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ein CAD-Modell zu machen mit insgesamt 10 Knöpfen, also 5 von diesen Ein-Aus-Knöpfen und 5 von den Momentary Switches, also die einfach nur so lange aktiv sind, wie man drückt. Und bedeutet dann, ich werde an jedem dieser 5 Volt Anschlüsse eben 5 von diesen Buttons hängen haben. Die werde ich jetzt nicht alle mal gleichzeitig betätigen. Das heißt, ich werde hier auch mischen, dass ich sozusagen 2 von denen hier oder 3 von denen hier mit 2 bzw. 3 von denen hier mische, damit das sich so ein bisschen ausgleicht, weil so richtig viel Strom kommt da ja nicht rüber und nicht, dass dann nachher die Lichtquelle schwächer wird. Das werde ich also ein bisschen sozusagen mal verteilen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einmal prüfen, was passiert, wenn ich an einen so einen Anschluss 2 hänge und die dann noch gleichzeitig drücke. Klappt das mit der Stromversorgung? Klappt das mit dem Signal? Das bereite ich vor und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt alles vorbereitet. Es ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wackelig der Aufbau, aber er funktioniert. Ihr seht jetzt, die Schalter sind beide aus und hier im Hintergrund ist auch kein Schalter gedrückt, also es wird nichts erkannt. Jetzt werde ich hier einmal den Momentary drücken. Wir sehen, das Licht geht an und wir sehen im Hintergrund betätigt auch oder löst auch sozusagen die Anzeige vom Controller aus. Jetzt drücke ich hier einmal den Dauerknopf. Genau, Licht ist an. Hier vorne oder beziehungsweise für euch hier hinten wird auch der Druck erkannt. Wie gesagt, das Licht leuchtet und es ist nur der zweite. Und jetzt machen wir hier mal den ersten noch dazu. Funktioniert einwandfrei. Auch hier geht das Licht. Das Licht flackert auch nicht. Das heißt, wir haben genug Strom, um beide Taster zu versorgen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich da auch problemlos 5 Taster an einen so einen Anschluss hängen kann. Das heißt, für mich ist der Test hier abgeschlossen.
Ich bin mir also sicher oder kann mir sicher sein, dass es hier keine Probleme gibt, die Taster sauber erkannt werden, die Stromzufuhr ausreichend ist, um das Ganze hier mit Strom zu versorgen. Wie gesagt, sobald hier auch der Kontakt da ist, leuchtet das auch. Wie gesagt, das ist jetzt halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, quick and dirty angeschlossen, aber es funktioniert. Mehr wollte ich jetzt gar nicht wissen. Bedeutet, ich kann jetzt hier direkt loslegen und mit der Verkabelung starten. Bedeutet, ich werde das jetzt hier zusammenlöten. Immer, wie gesagt, 5 Schalter dann pro Stromanschluss und jeder Schalter bekommt hier seinen eigenen Anschluss auf dem Board, was mir dann insgesamt eben 10 Schalter ermöglicht. So, die Lötstation ist am Start. Ich habe jetzt hier meinen Lötkolben und womit ich anfange ist, dass ich hier hinten diese On- und Plus-Pins, dass ich die sozusagen jetzt ein bisschen zusammendrücke. So, dass die so ein bisschen von Hause aus Kontakt haben. Da werde ich jetzt ein Kabel dazwischen löten. Eins von diesen Kabeln hier. Und zwar brauche ich da ja nur den Anschluss für die Plusleitung. Der ist in dem Fall, wenn ich mir das hier so angucke, oder ich weiß gar nicht, ob es die Plusleitung ist, also laut Board hinten sah es aus wie die Plusleitung, auf jeden Fall halt der Pin, der hier in Richtung Bordmitte zeigt, das ist der relevante Pin und der ist jetzt hier bei den Steckern in dem Fall der weiße Pin, bedeutet, ich brauche hier nur den weißen Pin und ja, den kann ich dann hier entweder so aufstecken oder auflöten. Ich werde das Ganze jetzt hier verlöten, das ist für mich die bessere Alternative. Dann ist das eine solide Verbindung, die kann ich auch gut abisolieren. Bedeutet, ich zwicke jetzt hier einfach den Kopf ab. Und dann isoliere ich mir hier ein bisschen Kabel weg. So, und da ich dann später hier sonst keinen Schrumpfschlauch mehr drüber bekomme, muss ich jetzt schon mal einen Schrumpfschlauch drüber schieben. Ich habe mir jetzt hier ein Stückchen Schrumpfschlauch geholt. Das kann ich hier schon mal drüber setzen. So, und jetzt werde ich hier ein bisschen Lötzinn anbringen am Schalter direkt und auch hier am Kabel. Und dann kann ich das hoffentlich relativ einfach miteinander verlöten. Somit sollten jetzt die Kontakte sichergestellt sein und dann kann ich später einfach hier den Schrumpfschlauch oben drüber schieben und das Ganze ist dann auch abisoliert. Den muss ich dann nachher nur noch schrumpfen. So sieht das ordentlich aus. Das andere Kabel werde ich einfach abschneiden hier unten, denn das brauche ich dann nicht mehr. Das mache ich jetzt, wie gesagt, bei verschiedenen Steckern. Ich bereite jetzt mal 5 Stück vor. Und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt bereits einige oder beziehungsweise die ersten 5 Knöpfe entsprechend vorbereitet. Die sind jetzt alle hier, wie gesagt, verbunden und haben hier unten auch schon die Isolierung. Ich habe es noch nicht drauf geschrumpft, aber es ist alles vorbereitet. Davon habe ich jetzt 5 Stück. Ich habe mich dafür jetzt entschieden, hier 3 von diesen ja, Statusknöpfen, also sprich aktiv, inaktiv, aktiv, inaktiv, 3 mit 2 solchen Momentary Switches zu verbinden und für die andere 5er-Reihe mache ich dann 3 Momentary Switches mit 2 von diesen ja, Statusknöpfen, die einfach ihre Position halten. Was ich jetzt mache, ihr seht schon, hier brauche ich jetzt so eine 5er-Verbindung, bedeutet, ich muss hier ein Kabel in 5 aufsplitten, habe ich hier schon grob vorbereitet, muss ich jetzt eben noch ein bisschen mit Lötzinn versehen, damit das dann nachher auch gut miteinander
verbindet, beziehungsweise sich gut miteinander verbindet. Hier mache ich jetzt ein bisschen mehr Lötzinn drauf, denn das sind ja 5 Adern, die ich hier miteinander verbinden muss. Da kann man ruhig etwas großzügiger mit dem Lötzinn sein, damit das auch wirklich eine gute Verbindung ist. Ich drehe jetzt auch einmal den Kabelsatz um, denn genau auf der Rückseite haben wir noch keine richtig schöne Verbindung. Machen wir hier auch noch ein bisschen Lötzinn hin. Und jetzt verbinde ich eben dieses 5er-Paket hier mit dem Einzelkabel. Dafür ist es, wie gesagt, ganz hilfreich, oder was heißt wie gesagt, dafür ist es ganz hilfreich, wenn ihr hier so eine Löthilfe habt. Da gibt es ganz günstige Versionen, so wie ich es jetzt habe, gibt aber auch teurere Versionen, je nachdem, wie oft man sowas nutzt. Für mich tut es jetzt auch die günstige, Hauptsache das Ganze bleibt in Position. Jetzt verbinde ich das hier einfach auch wieder mit ein bisschen Lötzinn. Dadurch, dass auf beiden Teilen bereits Lötzinn vorhanden ist, sollte das sich jetzt auch gut miteinander verbinden und schön fließen. So, jetzt haben wir hier eine gute Verbindung. Damit haben wir sozusagen die Plusleitung aufgesplittet von einer Plusleitung in 5 Plusleitungen. Und was jetzt noch fehlt, ist das Ganze eben mit Schrumpfschlauch zu ummanteln. Da habe ich mir jetzt überlegt, ich habe hier hinten so ein kleineres bisschen Schrumpfschlauch, schon so einen dünneren. Den werde ich jetzt bis hierhin drüber schieben, das sieht man ja. Und dann mache ich hier noch einen etwas größeren Schrumpfschlauch von der anderen Seite, der dann nochmal oben drüber geht. Also so eine Zweier-Kombination, weil hier ist das Kabel relativ dünn. Hier habe ich ja, wie gesagt, so ein 5er-Paket. Und wenn ich jetzt nur einen dicken Schrumpfschlauch nehme, je nachdem, wie gut die Qualität ist, könnte es sein, dass er sich nicht hier unten entsprechend zusammenzieht und das Kabel nicht sauber umschließt. Deswegen mache ich so eine Zweierlösung. Wie gesagt, ich werde an der Stelle jetzt dasselbe, was ihr jetzt hier gesehen habt, mit diesen 5 Plus-Kabeln, mache ich jetzt nochmal für die Minuskabel, bereite ich vor. Dann löte ich die Plus- und die Minuskabel an die Schalter. Und dann zeige ich euch nochmal, wie die erste 5er-Reihe an der Arcade Button Box, wie das dann nachher funktioniert. Ob es funktioniert, sehen wir dann gleich. So, ich habe jetzt die ersten 5 Knöpfe einmal verkabelt. Wie ich erwähnt habe, habe ich das jetzt so gemacht, dass ich 3 von diesen Toggle-Knöpfen verbunden habe mit einer Stromquelle und 2 von diesen Momentary Switches. Im Hintergrund seht ihr wieder die Testoberfläche und ich habe das eben jetzt schon ausprobiert, funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich jetzt hier so einen Toggle-Switch aktiviere, sehen wir, dass hier das Licht brennt. Das kann man, denke ich, auch trotz der Beleuchtung hier im Raum ganz gut erkennen. Wir sehen, hier hinten ist sozusagen die Nummer 3 aktiv. Jetzt schalte ich mal noch einen zweiten Knopf dazu. Auch hier sehen wir, das Licht geht an, die Lichtquelle wird nicht schwächer. Wir haben da hinten jetzt die 2 und die 3 aktiv. Jetzt schalte ich noch einen Knopf dazu. Ich drehe das ein bisschen. Auch hier sehen wir, die Lichtquelle leuchtet uneingeschränkt. Jetzt haben wir 3 Knöpfe hinten dauerhaft an. Und jetzt habe ich hier so einen Momentary Switch, den kann ich jetzt auch mal betätigen. Auch hier sehen wir, keine der Lichtquellen lässt nach. Also wir haben da keine Überlastung. Und jetzt drücke ich noch mal einmal von hier, damit man hinten im Hintergrund sehen kann, dass jetzt hier auch die Nummer 4 aktiviert. Ich versuche das im Video wieder oder im Schnitt wieder hervorzuheben. Also die funktionieren, kurz gesagt, alle genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Super easy. Ich habe die jetzt so verkabelt, dass ich die Stecker einzeln oder die Knöpfe, dass ich die einzeln in das Gehäuse setzen kann. Das Gehäuse ist gerade noch im Druck, das heißt, hier an der Stelle ist dann erstmal Schluss für den ersten Teil. Es gibt dann noch einen zweiten Teil, wo ich die zweite Reihe noch vervollständige, wo dann sozusagen 2 von diesen
Switch-Knöpfen zusammen mit 3 von den Momentary-Knöpfen verbunden werden. Und wie ihr sehen könnt, könnte man sogar noch mehr als die 10 Knöpfe, die ich jetzt vorhabe, verbinden. Funktioniert auch, wie gesagt, einwandfrei, wird eben als Joystick erkannt. Ihr könnt damit nachher machen, was ihr wollt, aber das werde ich dann auch im zweiten Videoteil noch mal ein bisschen zeigen. Wie gesagt, das war es jetzt für den Teil. Gerne könnt ihr ja noch mal gucken. Ich habe am Anfang so einen Überblick gegeben, was für Teile oder beziehungsweise welches Zubehör, welches Werkzeug ich verwendet habe, damit man hier jetzt gut zurechtkommt. Wenn euch das also interessiert und ihr noch nicht die notwendigen Werkzeuge habt oder auch Teile, schaut doch an der Stelle noch mal im Video rein. Wie gesagt, das habe ich am Anfang gemacht. Vielleicht habt ihr das geskippt, weil das euch zu viel Gelaber war. Aber ja, wie gesagt, rückwirkend, so ein paar Teile braucht man einfach. Deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man da mal einen Blick drauf wirft. Wie gesagt, im nächsten Video gibt es dann, also es gibt jetzt nur 2 Teile. Ich mache keinen dritten Teil, so wie bei der ersten Buttonbox, sondern im zweiten Teil mache ich dann einfach die zweite Knopfreihe fertig, ist ja nicht mehr viel. Das Gehäuse, wie gesagt, druckt ja schon, das zeige ich euch dann. Das ist ein sehr schickes Gehäuse, ich habe mir da was Neues überlegt, so ein bisschen angeschrägt, aber das seht ihr dann im zweiten Teil. Genau, und damit hätte ich gesagt, schließen wir hier das erste Video. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, ihr braucht hier keine Programmierkenntnisse. Das ist einfach nur ganz einfache Elektronik und das funktioniert trotzdem hervorragend. Ihr habt das gesehen, da ist kein Ghosting, keine Doppelbelegung oder sonst irgendwas. Also gerade bei den Druckknöpfen super einfach, kann man wirklich ganz leicht nachbauen. Die STL-Datei, wenn das dann fertig gedruckt ist, werde ich euch auch im zweiten Teil verlinken. Schaut einfach in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos. Ansonsten bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.